Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 9. Tag meiner Radreise Eschenburg, Leipzig und zurück. Wie ihr seht, habe ich meine Klamotten schon gepackt. Ich trinke jetzt hier meinen Kaffee noch fertig, spüle noch ein bisschen ab. Dann geht es schon ans Radpacken und los. Ja, das Wetter war wieder super für eine Fahrradtour. Das hat sich wohl auch diese Familie gedacht, die mich ein Stück durch Kassel Richtung Fulda begleitet. So Leute, jetzt stehe ich mal wieder am Fulda Radweg R1, wie ihr seht. So wie vor 4 Jahren auf meiner Fahrt Füssen-Münster. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ich bin froh, dass ich wieder aus Kassel raus bin, genau wie damals. Weil dieser ganze Trappel in der Stadt, das ist einfach nichts für mich. Ja, geschlafen habe ich übrigens sehr gut heute Nacht. Wirklich eine super Unterkunft und bin froh, dass ich da heute Nacht übernachtet habe, damit ich endlich mal wieder richtig ausschlafen konnte. Ja, falls der eine oder andere von euch den Film von gestern gesehen hat, da bin ich ja von einer Wespe in den Mund gestochen worden, beziehungsweise ich glaube, die hat mich nur gezwickt. Also ich muss sagen, ich habe zwar irgendwie eine Falte unter der Zunge, aber ansonsten geht es mir gut. Von daher gesehen, alles okay. So, ich zeige hier jetzt mal, wo wir sind. So, wie ihr seht, sind wir gerade hier. Mein Ziel ist, grob gesagt, diese Richtung. Zurück. Hier unten, da ungefähr, will ich morgen sein. Zurück in meinem Heimatdorf Eschenburg. Ja, und in diese Richtung geht es jetzt weiter.
schönes Rastplätzchen hier mit prima Ausblick. Kann man sich normalerweise prima hinsetzen. Allerdings, dadurch, dass die Sonne knallt, bevorzuge ich im Moment wieder den Schatten. Ja, ich habe die ersten 25, 30 Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Und es ist auch Zeit für ein kleines Frühstück. Ich weiß, keine typische Radlernahrung, aber es schmeckt. Ja Leute, ich komme jetzt von Fritzlar. Da wird wohl der Fahrradweg neu gebaut. Deswegen bin ich jetzt ein ganz Stück hier auf der Landstraße gefahren, beziehungsweise Bundesstraße, ich weiß gar nicht, was es ist. Auf jeden Fall ziemlich viel Verkehr und bin froh, dass ich jetzt hier abbiegen konnte. Jetzt geht es hier vorne Richtung Eder und dann habe ich hoffentlich mal wieder meine Ruhe. Aber ihr hört schon, was hier hinten los ist. Jetzt fällt einfach alles rum. Ja, hinter mir die Landschaft sieht schon wieder fantastisch aus. Ich freue mich schon wieder. Endlich mal wieder ein bisschen ruhige Strecke. Und weiter geht's. Ja, Freunde, war der sogenannte Koppen reserviert, ein Biergarten. Hätte ich auch mal Pause gemacht, aber der scheint noch zu haben. Dafür aber sieht man hier einen Wahnsinnsausblick auf einmal auf diese Geräte hier. Ja, da verfällt mein Fahrrad. Das sind Überraschungen, die ich mag.
Da habe ich mal wieder einen schönen Rastplatz gefunden, kurz hinter Albertshausen, nachdem ich durch Bad Wildungen durch bin. Klar, schöne Altstadt, Kurpark, alles prima, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Kulturpapst. Ich war froh, wie ich wieder draußen war. Und jetzt hier wieder in der schönen Pampa. Schaut euch mal an, da ganz hinten liegt Albertshausen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hinten am Horizont. Ja, und weiter geht es jetzt Richtung Frankenau. Also hier oben die Gegend gefällt mir auch wieder sehr gut. Geht zwar ziemlich rauf und runter. Ich glaube, heute sind insgesamt 1000 Höhenmeter. Aber es hält sich alles in Grenzen und ist durchaus machbar. Also weiter Richtung Frankenau. Ja Leute, was ihr gerade gesehen habt, ist eine sogenannte Astenwiese. Das ist eine nie gedüngte Streuwiese. Das ist eine lokale Besonderheit in dieser Gegend. Und ich will euch hier mal kurz das Schild zeigen. Ja, und dann hatte ich hier gerade noch eine nette Begegnung mit einem holländischen Pärchen. Wirklich sehr nette Leute. Die machen hier Urlaub, bis Samstag sind sie noch hier. Und ich habe denen empfohlen, wenn sie schon mal hier sind, dann sollen sie sich mal die Städte Marburg und natürlich Dillenburg angucken. Und da gibt es auch eine Besonderheit, nämlich das ist das Stammschloss des Willem von Oranien. Das heißt, der erste König der Niederlande hatte da lange Zeit gelebt. Und Marburg ist auch eine sehr schöne Altstadt. Und die waren ganz begeistert und wollen da mal hin.
noch einen knappen Kilometer, dann bin ich an meinem Ziel in Burgwald. Allerdings wollte ich euch hier nochmal was zeigen. Wenn ich auf Durchreise wäre, würde ich auf jeden Fall an dem Platz nochmal Pause machen, weil der Ausblick ist wirklich super. Also allein dafür lohnt es sich schon, hier den Berg hochzufahren, um sich das Ganze mal anzugucken. Kurz danach erreichte ich dann mein Tagesziel. Eine Unterkunft mit einer sehr freundlichen Vermieterin und schon etwas außergewöhnlichem Ambiente.